Herzlich willkommen all denen, die jetzt zugeschaltet sind und im Livestream jetzt diese Veranstaltung, den folgenden Vortrag hier sehen, und auch ein herzliches Willkommen all denen, die später zu irgendeiner Zeit das genießen und mit uns studieren. Jetzt sind Sie beim großen Studientag des Netzwerks Bibel und Bekenntnis in Bielefeld, in der Sporthalle der Georg-Müller-Schulen, ein sehr schöner, geeigneter Ort, und wir freuen uns, dass viele auch hier vor Ort jetzt dabei sind. Ein volles Haus hier, und Sie zu Hause oder wo auch immer Sie uns sehen, jetzt zugeschaltet sind. Der erste Vortrag an diesem Studientag, den wird Reverend Sam Allberry halten. Er wohnt in Maidenhead, das ist ganz dicht bei der Queen bei Windsor. Sozusagen, ich vermute, dass Sam immer im Park mit der Queen spazieren geht und dort die weite königliche Würde und Majestät. Ich meine, jeder englische Bürger strahlt ja etwas von diesem königlichen Glanz aus. Also wir werden das gleich sehen. Er ist anglikanischer Pfarrer, also Pfarrer der Kirche von England, Anglican Church. Und er ist ein Sprecher auf vielen Konferenzen und ist international publizistisch sehr aktiv. Und wer Englisch gelernt hat in der Schule oder auch sonst wo und Englisch versteht, hat das Vorrecht, im Internet viele seiner wichtigen Vorträge zu hören. Ich habe seit Jahren davon profitiert und bin so froh, dass er jetzt endlich mal in Deutschland ist und wir ihn hier live erleben dürfen. Er hat heute das Thema, zu dem er auch ein Buch geschrieben hat, das jetzt in diesem Jahr auch in Deutsch erschienen ist, mit dem provozierenden Titel Ist Gott homophob? Im Englischen heißt das Is God anti-gay? Ist Gott homophob? Und das Thema heißt hier vollständig bei uns das Evangelium, die Bibel und gleichgeschlechtliche Anziehung. Sam Allberry ist 1975 geboren. Aus meiner Sicht ein sehr junger Mann, und er wird heute übersetzt hier von Pastor Matthias Lohmann. Pastor Lohmann ist der leitende Pastor der Freien Evangelischen Gemeinde in München Mitte, und er ist zugleich der Vorsitzende und Initiator von Evangelium 21, einem Netzwerk ebenfalls, das Wort Gottes in die Mitte rückt und Menschen Mut macht, mit Jesus zu leben und ihn zu verkündigen. Alle, die hier anwesend sind, haben nicht nur den Vorteil, ihn face-to-face zu sehen jetzt, Sam Allberry, sondern ihm auch Fragen zu stellen. Sie finden auf ihren Tischen irgendwo so alle paar halbe Meter solche Karten. Ich weise schon mal darauf hin. Nehmen Sie die, und wenn Sie eine Frage haben, Verständnisfrage oder auch Erklärung oder auch vielleicht Widerspruch, dann schreiben Sie diese Frage möglichst leserlich auf diese Karte, und nach dem Vortrag, während eines Liedes, werden wir die einsammeln. Ich bekomme die, und wir werden sie dann an Sam Allberry stellen, und er wird beantworten. Wir hatten gestern schon einen Klausurtag mit Pfarrern, und wir haben das genossen. Jede Frage konnte gestellt werden, und er hat wirklich, das war sehr, sehr hilfreich, die Art, wie er dann darauf eingeht. Also scheuen Sie sich nicht, niemand muss dumm rausgehen. Es gibt ja bekanntlich keine dummen Fragen. Wer fragt, der denkt. Nutzen Sie diese Gelegenheit. Wenn Sie diese Übertragung sehen und jetzt anfangen zu weinen, dass Sie hier keine Fragen stellen können, dann kann ich Ihnen als Ausgleich nur empfehlen, kaufen Sie sich das kleine Buch Ist Gott homophob? Es ist sehr, sehr kostbar, obwohl es
nur 4,90 € kostet. Also das können Sie in jeder guten Buchhandlung bekommen. Jetzt aber, Sam, I'm so glad to see you here. Please come up, and Matthias, it's your turn now. Guten Tag. Good day. It is a joy to be with you. Es ist eine große Freude, hier zu sein bei euch. You can hear me okay? Is this working? Könnt ihr mich hören? No. No? Ah, now? Yeah. Wunderbar. Thank you very much for the privilege of allowing me to speak today. Vielen Dank für das Privileg, dass ich heute zu euch sprechen darf. I'm aware we're looking at a subject that is very, very sensitive. Und mir ist klar, wir betrachten heute ein Thema, das wirklich diffizil ist. So thank you for caring about this issue. Und vielen Dank, dass euch das interessiert, dieses Thema. When we think about sexuality and homosexuality, Wenn wir über Sexualität und vor allem über Homosexualität nachdenken, this is not an abstract issue. dann ist das ja nicht etwas Abstraktes. I'm sure for every single one of us, when we think of this issue, we're thinking of people that we know and love. Denn ich denke, für jeden von uns, wenn wir über dieses Thema nachdenken, denken wir auch an Menschen, die wir schätzen, die wir lieben. I'm sure virtually all of us has someone close to us who would identify as gay. Und ich denke, wahrscheinlich fast alle von uns kennen jemanden im persönlichen Umfeld, der sich als schwul bezeichnet. And so a discussion like this moves us very deeply. Und das heißt, eine solche Diskussion, die bewegt uns auch innerlich sehr stark. And for some of us, it's even closer to home than that. Und für manche ist es vielleicht noch persönlicher. It's not just that we know other people for whom this is a very personal issue, Vielleicht sind es nicht nur andere Leute, die wir kennen, für die das ein persönliches Thema ist, but for some of us watching and some of us here, this is part of our own story. sondern für einige, die das sehen und die vielleicht auch hier sind, ist das vielleicht Teil ihrer eigenen Geschichte. And that's certainly the case for me. Und das trifft auf mich zu. The only real romantic and sexual feelings I've had have been towards other men. Das heißt, die einzigen sexuellen Begierden, die ich je hatte, bezogen sich auf Männer. It took me a long time to kind of realize that. Und es hat lange gedauert, bis ich das so richtig verstanden habe. I'm a slow learner. Ich lerne Dinge langsam. And when I was a teenager back in the 90s, we just didn't talk about things like this. Und als ich in den frühen 90er Jahren als Teenager gelebt habe, da war das wirklich noch kein so großes Thema. But I remember when I was 14, my best friend at high school started dating a girl for Aber the first time. ich erinnere mich daran, als ich 14 Jahre alt war, da ist mein bester Freund in der Schule, der hat angefangen, mit einem Mädchen eine Beziehung anzufangen. And I remember him telling the rest of us that he now had a girlfriend. Und er erzählte das also uns, ich erinnere mich gut daran. And all of my friends were kind of excited and congratulating him. Und meine ganzen Freunde waren alle begeistert für ihn und haben ihm gratuliert. And on the outside, I did the same thing. Und nach außen hin habe ich das Gleiche getan. But inside, I felt crushed. Aber im Inneren fühlte ich mich wirklich zerbrochen. And I didn't really know why. Und ich wusste nicht so genau, warum. I hadn't consciously thought of my friend in a kind of physical way. Ich hatte nie bewusst über meinen Freund in irgendeiner physischen Art nachgedacht. But evidently, I'd already formed quite a deep emotional connection to him. Und doch hatte ich offensichtlich schon eine sehr tiefe emotionale Bindung zu ihm entwickelt. And so the thought of him now being intimate with somebody else left me feeling very threatened. Und von daher war der Gedanke, dass er jetzt mit jemandem anders intim wird, ja, für mich sehr schmerzhaft. Irgendwo fühlte sich bedrohlich an. And as the next sort of years went on, I began to realize I was different to my friends. Und im Laufe der nächsten Jahre wurde mir immer klarer, ich bin anders als meine Freunde. I was at an all-boys high school, Ich war in einer rein jungen Schule. which meant there were only ever two things we spoke about: Es gab deshalb eigentlich immer nur zwei große Themen. sport and girls. Sport und Mädchen. I'm no good at sport. Ich kann überhaupt keinen Sport. I can't throw a ball to save my life. Ich kann überhaupt keinen Ball werfen. I think my center of gravity is outside of my body, Ich glaube tatsächlich, mein Körperschwerpunkt ist außerhalb meines Körpers. because anything involving balance and coordination, and I'm hopeless. Weil alles, was irgendwie Balancieren und Koordination braucht, das kann ich überhaupt nicht. So I wasn't very good at joining in with the sport stuff. Also von daher konnte ich bei diesen Gesprächen über Sport wirklich nicht gut mitmachen.
So if any of you want to ask me about English football afterwards, don't, Also wenn ihr denkt, ihr wollt mir nachher eine Frage über englischen Fußball stellen, lasst es einfach bleiben. because I have no idea. Ich habe überhaupt keine Ahnung davon. But it turned out I wasn't very good with talking about girls either. Aber dann stellte sich heraus, ich war auch nicht gut darin, über Mädchen zu reden. The question would often come, well, who do you like? Oft wurde ich gefragt, und wen magst du? And we'd even sort of go around the circle of us and everyone would sort of say which girl that they were after. Manchmal ging es so im Kreis und jeder hat dann gesagt, welches Mädchen er gerade besonders toll findet. And when the question came to me, it was just very difficult. Und dann kam die Frage irgendwann zu mir, das war wirklich schwierig. I would try to change the subject, Ich habe dann versucht, das Thema zu wechseln. which was kind of impossible with a room full of guys. Das war aber im Prinzip unmöglich in einem Raum nur mit Jungs. And if things got really desperate, I would just try to make up a name of a Und girl. wenn Dinge dann wirklich schwierig wurden, dann habe ich mir einfach irgendeinen Mädchennamen ausgedacht. So they would say, who do you like, Sam? Die haben dann gesagt, Sam, wen magst du denn? And I'd think to myself, quick, just think of a girl's name. Just think of a girl's name. Und ich habe dann immer gesagt, Mensch, Sam, denk dir schnell einen Namen aus, schnell einen Mädchennamen. And I think, Denise. Und dann sagte ich, Denise. I like Denise. Ah, Denise, finde ich ganz toll. But that wouldn't be enough because then they would say, oh, who is she? Aber das hat dann natürlich nicht gereicht. Die haben gefragt, ja, wer ist denn das? Do we know her? Kennen wir sie? And I'd have to say, no, I don't think you know her. Und ich muss dann immer sagen, nee, nö, ich glaube, ihr kennt sie nicht. She's from Norway. Ah, sie kommt aus Norwegen. So you won't have met her or know her or even know she exists. Nein, also von daher habt ihr sie ganz sicher nicht getroffen, ihr kennt sie nicht, ihr wisst wahrscheinlich gar nichts von ihrer Existenz. I don't think Denise is a very common Scandinavian name, Im Rückschau muss ich sagen, Denise ist wahrscheinlich ein besonders skandinavischer Name. but thankfully no one asked about that. Aber dankenswerterweise hat keiner danach gefragt. It was a kind of tragicomic period of my life. Es war wirklich eine tragisch-komische Phase in meinem Leben. It was actually very painful. Es war tatsächlich wirklich schmerzhaft. I just wanted to be the same as my friends. Ich wollte einfach so sein wie meine Freunde. And in what felt like a very central area of life, I was fundamentally different. Aber in dem, was sich wie ein sehr zentrales Thema fürs Leben anfühlte, da war ich einfach anders. And I began to realize that the feelings they were talking about having for girls, I didn't know. Und mir wurde mehr und mehr klar, dass die Gefühle, von denen sie sprachen, die sie gegenüber Mädchen haben, die habe ich einfach nicht. But I began to realize I had some of those feelings for one or two of my friends. Aber dann wurde mir im Laufe der Zeit klar, dass ich aber vielleicht ähnliche Gefühle für ein oder zwei meiner männlichen Freunde hatte. And so gradually it began to dawn on me what this meant. Und so Stück für Stück habe ich mehr und mehr verstanden, was das wahrscheinlich bedeutet. When I was 17, I was traveling home at the end of the day. Als ich ungefähr 17 war, bin ich irgendwann nach Hause gefahren am Ende des Tages. I was standing at the bus stop waiting for the bus to come. Und ich stand an der Bushaltestelle, habe auf den Bus gewartet. And as I was waiting, the thought came into my mind for the very first time, I think I'm gay. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie während ich da stand und wartete, der Gedanke zum ersten Mal in meinen Kopf kam, Mensch, ich glaube, ich bin schwul. That thought had never come to me before in that way. Und diesen Gedanken, den hatte ich vorher so noch nicht. But as soon as it came into my mind, I just thought, well, of course I am. Aber in dem Moment, wo der Gedanke in meinen Kopf kam, da dachte ich, ja natürlich, das ist es. I don't have physical and romantic feelings towards girls. Ja, ich fühle mich nicht physisch angezogen, ich habe keine romantischen Gefühle gegenüber Mädchen. But I do have those feelings towards some guys. Aber ich habe diese Gefühle gegenüber einigen Jungs. So it suddenly became very obvious to me. Also plötzlich war das für mich ganz klar. And at that point, I was applying to go to university. Und zu dieser Zeit war ich dabei, mich zu bewerben für einen Platz an der Uni. And so as I was standing at that bus stop, I was thinking to myself, well, when I go to university, I can explore this there. Und dann kam mir so der Gedanke, während ich dann noch an der Bushaltestelle stand, wenn ich dann zur Uni gehe, dann kann ich das mal ausprobieren. I knew that universities in that time had LGB societies. Also ich wusste, dass es auch damals schon an den Universitäten LGB-Clubs gab. So I figured when I get to university and I'm far away from home, then I can begin to explore this. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich also an eine Uni gehe, weit weg von zu Hause, da kann ich das dann mal ausprobieren. And I thought, well, I'll just lead a bit of a double life. Und ich habe mir vorgenommen, so ein bisschen ein Doppelleben zu führen. I'll be gay at university and no one at home will need to know. Ich habe gedacht, ich bin dann einfach an der Uni, bin ich dann schwul, aber zu Hause muss davon ja keiner was wissen. This is how old I am. Das erklärt auch, wie alt ich schon bin. This was before the internet. Das war also noch vor dem Internet.
So we weren't kind of Instagramming every moment of our lives, and therefore it was easy to imagine leading a double life. Damals war es noch möglich, ein Doppelleben zu führen, weil wir nicht jeden Lebensmoment per Instagram festgehalten haben. I know that makes me catastrophically old to some of you. Ich weiß, dass für manche ich deshalb katastrophal alt bin. But in between standing at that bus stop and going to university, something else happened. Aber in der Zeit zwischen diesem Moment damals an der Bushaltestelle und dann dem Zeitpunkt, wo ich dann wirklich zur Uni gegangen bin, in dieser Zwischenzeit ist etwas Wichtiges passiert. A very good Christian friend of mine invited me to his church's youth ministry. Ein sehr guter Freund von mir, der Christ war, lud mich ein zu seiner Gemeinde, zu dem Jugendkreis in seiner Gemeinde. I wasn't sure if I wanted to go or not, Und ich war mir gar nicht so sicher, ob ich da wirklich hingehen wollte. but I couldn't think of a reason not to go quick enough. Aber ich hatte keinen wirklich guten Grund parat, da nicht hinzugehen. So I ended up saying yes. Also habe ich dann letztendlich Ja gesagt. And then I thought, well, it would be good for me to go to find out more about what my friend believes. Und dann habe ich mir gedacht, es ist eigentlich auch gut, dass ich da mal hingehe und herausfinde, was mein Freund so alles glaubt. This is a friend I respected and admired, Das war ein Freund, den ich sehr wertgeschätzt habe. and so I thought it'd be good to find out what makes him tick. Und da dachte ich, es ist ja gut, mal herauszufinden, was ihn so bewegt. I was on the fence about whether I believed in God. Ich war mir nicht so ganz sicher, ob ich selber an Gott glaubte. But anyway, I went along to this youth ministry event, Aber wie dem auch sei, ich bin also mitgegangen zu diesem Event von der Jugend. and someone gave a talk with the message of Jesus. Und jemand hat dort geredet und über Jesus gesprochen. And I realized immediately that the message of Jesus was different to what I had imagined it. Und mir wurde sofort klar, dass das, was er über Jesus sagte, ganz anders war als das, was ich mir bisher vorgestellt hatte. I had assumed Christianity was about God congratulating good people. Ich hatte bis dahin gedacht, dass es im Christentum darum geht, dass Gott guten Leuten gratuliert. But I was now realizing it was about God coming to find lost people. Aber da wurde mir klar, nein, es geht darum, dass Gott kommt, um verlorene Menschen zu finden. And I began to realize I was one of those lost people. Und in dem Moment wurde mir klar, ich bin einer dieser verlorenen Menschen. I was a well-behaved teenager. Ich war ein gut erzogener Teenager. I didn't drink. Ich habe nicht getrunken. I didn't smoke. Ich habe auch nicht geraucht. I didn't use bad language. Ich habe auch keine schlechte Sprache benutzt. So I always thought I was a good person. Also ich dachte immer, ich bin eigentlich ein ganz guter Mensch. But I was actually obnoxious. Aber ich war eigentlich ein ziemlich seltsamer Typ. Now, all English people are a bit obnoxious, Das ist grundsätzlich zutreffend auf alle Engländer. but I was even more obnoxious. Aber bei mir war es besonders stark ausgeprägt. And it suddenly occurred to me that if there was in fact a God who was there, Und es wurde mir auf einmal klar, wenn es wirklich einen Gott gibt, der da ist, if this God had made me, wenn dieser Gott mich gemacht hat, I didn't know him. dann kannte ich ihn nicht wirklich. And I sensed I was probably supposed to. Und mir wurde klar, ich sollte ihn wohl kennen. And then I realized, well, that's probably on me. Und dann wurde mir klar, das muss ich jetzt wohl aktiv werden. And therefore, by definition, I'm spiritually lost. Und mir war klar, also per Definition bin ich geistlich tot. And so I began to realize that this Jesus who had come into this world had come into the world for people like me. Und mir wurde klar, dieser Jesus, der in die Welt gekommen war, der war in die Welt gekommen für Menschen wie mich. I'd grown up with a very bland view of Jesus. Ich bin aufgewachsen mit einem sehr durchmischten Verständnis von Jesus. I saw him as a sort of a cross between Gandhi and one of the Bee Gees. Ich sah ihn so ein bisschen als so eine Mischung zwischen Gandhi und einem der Bee Gees. Sort of had long blonde hair and said nice moral things. Also er hatte wahrscheinlich lange blonde Haare und hat ein paar sehr moralische Dinge gesagt. But now I realized he was far more compelling. Aber plötzlich wurde mir klar, er ist viel attraktiver. I began to realize he'd died and risen for people like me. Mir wurde klar, er ist gestorben und auferstanden für Menschen wie mich. And I remember thinking, this is a couple of weeks after this event, Und ich erinnere mich noch, wie das so ein paar Wochen nach diesem Event, that if I am the kind of person Jesus says I am, da wurde mir klar, wenn ich wirklich so ein Mensch bin, wie Jesus sagt, dass ich es bin, someone who's become a stranger to his own creator, jemand, der wirklich entfremdet ist von seinem eigenen Schöpfer, then my only hope is if Jesus is exactly who he says he is. da wurde mir klar, meine einzige Hoffnung ist, dass Jesus wirklich der ist, der er sagt, dass es ist. And I realized that if Jesus has done
all of that for me in dying and rising, I can trust my whole life with him. Und da wurde mir klar, wenn Jesus wirklich all das getan hat, wenn er gestorben ist und auferstanden ist für mich, dann kann ich ihm wirklich mein ganzes Leben anvertrauen. So I remember thinking, I want Jesus now to have my life. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich in dem Moment gedacht habe, ich möchte wirklich, dass Jesus jetzt mein ganzes Leben hat. I figured he'll do a better job of running my life than I will. Mir wurde klar, er wird das besser machen, mein Leben zu führen, als ich selber kann. And so I became a Christian. Und so wurde ich dann ein Christ. So as a brand new Christian, one of the big questions I had was obvious. Und als dann ganz neuer, frischer Christ hatte ich ganz offensichtlich eine ganz wesentliche Frage. I had just begun to realize I was gay. Denn ich hatte ja gerade verstanden, dass ich wohl schwul bin. So my big question was, well, what does Jesus have to say about this? Und meine große Frage war dann, was hat Jesus dazu eigentlich zu sagen? I had no idea. Ich wusste es nicht. I just knew I wanted to follow him. Ich wusste nur, ich will ihm nachfolgen. I didn't even know if he spoke about this kind of stuff. Mir war auch nicht klar, ob Jesus dazu überhaupt was zu sagen hatte. But I knew that whatever he said would be okay because it's Jesus and I knew I could trust him. Aber eins war mir klar, was auch immer Jesus dazu zu sagen haben würde, dem kann ich vertrauen, denn ich wusste, er ist gut, ihm kann ich vertrauen. So I began to look at some of the things Jesus has to say about sexuality. Und deswegen habe ich dann angefangen nachzuschauen, was Jesus zu sagen hatte über Sexualität. And again, I began to realize that Jesus is less easy and more compelling than I had imagined. Und mir wurden zwei Dinge klar, nämlich, dass es bei Jesus nicht so einfach ist, wie ich mir das vorgestellt hätte, aber dass er viel besser ist, als ich mir das vorgestellt hatte. So I want to share a couple of scriptures with you where Jesus speaks about human sexuality. Und deswegen möchte ich mit euch jetzt einige Bibelstellen anschauen, wo Jesus über Sexualität spricht. The first is in Matthew 5, 27, 28. Und die erste Bibelstelle finden wir im Matthäus Evangelium, Kapitel 5, ab Vers 27. I'll read these verses out, so don't worry if you don't have a Bible with you. Ich lese die jetzt laut, also wenn du keine Bibel dabei hast, hör einfach zu. Matthew 5, verse 27, Jesus says, "You have heard that it was said, you shall not commit adultery." Matthäus 5, Vers 27, dort heißt es, Jesus spricht, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. This is from a section called the Sermon on the Mount. Und das kommt aus einem Teil des Matthäus-Evangeliums, den wir die Bergpredigt nennen. Jesus is taking some of the Ten Commandments and showing people what they really meant. Jesus nimmt einige der 10 Gebote und zeigt, was sie wirklich bedeuten. And so he says, you've heard that it was said, you shall not commit adultery. Und so greift er das auf. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. That was one of the Ten Commandments in the Old Testament. Das war eines der 10 Gebote aus dem Alten Testament. So they had heard it, they knew it, they'd been taught that. Also das hatten sie gehört, das sind sie gelehrt worden. They all knew that was part of God's purpose and God's will. Und die wussten alle damals, das ist Teil von Gottes Willen. That sex was meant to be between two people who were married. Es war für alle klar, dass Sex in den Schutzraum, der gehört von zwei Menschen, die miteinander verheiratet sind. And I'm sure the vast majority of the people Jesus was speaking to would probably be thinking, yeah, we've done pretty well on that commandment. Und ich bin mir ziemlich sicher, die meisten, die Jesus damals dann gehört haben, haben sich wohl gedacht, ja genau, das haben wir eigentlich auch ganz gut eingehalten. They might be feeling pretty good about themselves. Die fühlten sich wahrscheinlich relativ gut in dem Moment. Jesus then says, but I say to you, aber dann sagte Jesus, ich aber sage euch, and I'm guessing some of them are thinking, I wonder what Jesus is going to do next. und ich kann mir gut vorstellen, wie manche vielleicht in dem Moment gedacht haben, oh, jetzt bin ich aber gespannt, was er dazu zu sagen hat. You've heard it was said, don't commit adultery, but I'm going to say, Also, ihr sagt, ihr habt gehört, was gesagt war, ich aber sage euch, maybe Jesus is going to loosen things up a bit. Vielleicht lockert er die Dinge jetzt ein bisschen. Maybe he's going to be a bit more easygoing. Vielleicht ist es bei ihm ein bisschen entspannter. Maybe he's going to tell us, that was then, this is now. Vielleicht sagt er uns, ja, das war früher mal so, aber heute ist das anders. Maybe he's going to say, you've just got to follow your heart. Vielleicht sagt er uns einfach, ja, einfach folge deinem Herzen. So maybe for a moment they were getting excited, thinking this could actually be really good. Und vielleicht haben sie sich für einen Moment wirklich gefreut und gesagt, oh, das wird jetzt richtig gut. But Jesus says, I say to you that everyone who looks at a woman with lustful intent has already committed adultery with her in his heart. Aber Jesus sagt dann, ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. So Jesus takes this commandment about adultery and he intensifies it.
Also Jesus nimmt dieses Gebot und intensiviert es noch, macht es noch härter. He actually shows them they've got too small a view of adultery. Das heißt, er verdeutlicht den Menschen, ihr habt ein viel zu kleines Denken von Ehebruch. So Jesus says that adultery doesn't just take place in the bedroom. Er sagt, Ehebruch geschieht nicht nur im Schlafzimmer. He says it takes place in our hearts. Nein, es findet in den Herzen statt. If I can put it this way, it's not simply about what we do with our genitals. Also, um das mal ein bisschen direkt zu sagen, es geht nicht nur darum, was wir mit unseren Genitalien tun. It's about what we do with our eyes, how we look at someone. Nein, es geht darum, was wir mit unseren Augen tun, wie wir auf jemanden schauen. It's about what we do with our minds, how we think about someone. Es geht darum, was wir mit unseren Köpfen, mit unseren Gehirnen machen, wie wir über Leute nachdenken. And Jesus says if we look at someone with lustful intent, we've already broken God's law. Und Jesus sagt, wenn wir schon mit unseren Augen mit Begierde schauen, dann haben wir schon Ehebruch in unseren Herzen begangen. And what Jesus means by lustful intent is taking another person's sexuality and turning it into a commodity. Und was Jesus damit meint, ist, dass wenn wir mit Begierde auf jemanden schauen, dass wir den Körper, die Sexualität eines anderen Menschen nehmen und sie für uns wirklich zu einer Ware machen. Taking it and turning it into something for you to consume. Etwas, das du dir einfach nimmst, um es zu konsumieren. Jesus says that goes against God's design for our sexuality. Und Jesus sagt, das geht oder verstößt komplett gegen Gottes Plan für unsere Sexualität. One of the things we see in the Bible is that God's purpose for sexuality is that it's meant to be a form of self-giving. Und was wir weiter sehen in der Bibel ist, dass Sexualität von Gott her gedacht etwas ist, mit dem wir uns anderen hingeben sollen. It's meant to be a way of giving all of who you are to one other person. Das ist also der Weg, wie wir alles, was wir sind, einer anderen Person geben sollen. Exclusively and permanently. Und das ganz exklusiv und dauerhaft. Rather than taking someone else's sexuality and using it to satisfy your own appetite. Also anstelle, dass wir die Sexualität von wem anders nehmen und sie benutzen, um unseren eigenen Appetit damit zu stillen. So Jesus is saying the whole purpose of this commandment is to show us what our hearts are like. Also Jesus sagt, das ganze Ziel dieses Gebots ist, uns zu zeigen, was in unserem Herzen los ist. I want to suggest there is no one who is more challenging when it comes to human sexuality than Jesus. Also ich würde wirklich sagen wollen, es gibt niemanden, der herausfordernder ist, wenn es zum Thema der Sexualität kommt, als Jesus. And he's challenging to every single one of us. Und er fordert uns alle, jeden Einzelnen von uns heraus. If we understand what Jesus is saying, he's actually exposing what every single human heart is like. Denn wenn wir wirklich verstehen, was Jesus hier sagt, dann müssen wir sehen, er legt wirklich offen, was in unser aller Herzen los ist. We can't help but take God's design for sex and invert it. Wir können uns gar nicht dagegen wehren, dass wir in unseren Herzen das, was Gott mit Sexualität gemeint hatte, verdrehen. And so this is important, that the purpose of the commandments was never to give everyone a chance to prove how obedient they are. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Der Sinn der Gebote war nie, dass Gott uns eine Möglichkeit gibt, zu zeigen, wie gehorsam wir sind. The purpose of the commandments is to show what our hearts are like and how we're always going to need God's mercy. Nein, das Ziel der Gebote war immer, uns zu zeigen, was mit unseren Herzen los ist und uns deutlich zu machen, wie sehr wir abhängig sind von Gottes Barmherzigkeit und Gnade. I'm sure it's the same in Germany as it is in England, but when I go to the dentist, one of the things they make me do is take a sip of this liquid and it shows all the dirt on my teeth. Also ich nehme an, das ist hier in Deutschland auch so, wenn ich zum Zahnarzt gehe, dann kriege ich immer so einen kleinen Schluck zu trinken oder zum Durchspülen und der zeigt mir dann farblich, wo meine Zähne schmutzig sind. When I have my checkup at the dentist, I brush my teeth really, really well that morning. Also bevor ich der Kontrollbesuch beim Zahnarzt gehe, putze ich meine Zähne wirklich ordentlich. You know, Olympic level teeth brushing goes Also das on. ist dann tatsächlich schon olympisches Niveau beim Zähneputzen. Because when I go to the dentist, I want him to be impressed. Denn wenn ich dann zum Zahnarzt gehe, möchte ich, dass er wirklich beeindruckt ist. So by the time I finish brushing my teeth, there's a gallon of blood all over the bathroom floor. Also wenn ich dann fertig bin, meine Zähne zu putzen, dann ist hier auf dem Badezimmerboden ist da alles Mögliche
And I'm there waiting for the dentist to give me some kind of Nobel Prize for having clean teeth. Und wenn ich dann zum Zahnarzt komme, dann denke ich, jetzt wird er mir gleich einen Nobelpreis oder sowas Ähnliches geben für meine sauberen Zähne. And he gives me this little cup of kind of pink liquid. Und dann gibt er mir dieses kleine Getränk mit pinker Flüssigkeit. And he says, sip this, swill it around in your mouth and spit it out. Und dann sagt er, nimm das mal, spül den Mund mit aus, dann spuck's wieder aus. And he says, it'll show the dirt on your teeth. Und das zeigt uns nämlich dann den Schmutz in deinen Zähnen. And I'm thinking, not these teeth. Nee, nicht diese Zähne. But I do it, and he shows me the mirror, and my mouth is full of this pink color. Und dann mache ich das und dann zeigt er mir den Spiegel und oh, da ist lauter pinke Farbe auf meinen Zähnen. And I begin to realize how gross my mouth is. Und dann fange ich an zu verstehen, wie schmutzig mein Mund wirklich ist. And that is what Jesus is doing with these commandments. Und das ist genau das, was Jesus mit den Geboten tut. We sometimes think I can just present myself to God and he'll be impressed. Wir denken manchmal, wir können uns Gott nur zeigen und Gott wird beeindruckt von uns sein. And some of us here may be thinking, well, when it comes to human sexuality, I'm very impressive in God's sight. Und manche von uns mögen denken, ja, wenn es zum Thema Sexualität kommt, ja, da ist Gott sehr beeindruckt mit uns. And it's as though Jesus is trying to show us all the dirt that is in our hearts. Aber hiermit versucht Jesus uns zu zeigen, den ganzen Schmutz, der in unseren Herzen ist. So he's trying to show when it comes to this area of sexuality, all of us are broken. Und was Jesus wirklich tut, ist, er zeigt uns, wenn wir zum Thema Sexualität kommen, dann müssen wir anerkennen, wir alle sind gefallen. All of us have desires that are disordered. Wir alle haben Verlangen, die durcheinander gekommen sind. All of us misuse our own sexuality and misuse other people's. Und wir alle missbrauchen unsere eigene Sexualität und wir missbrauchen letztendlich andere Menschen. And so Jesus is very challenging. This is very humbling. Und das heißt, Jesus ist wirklich sehr herausfordernd. Das ist sehr demütigend. Because he says every single one of us, irrespective of our sexuality, needs Jesus' forgiveness. Und wir merken, jeder von uns, egal wie genau wir ticken, jeder von uns braucht die Vergebung von Jesus. But if Jesus is uniquely challenging, he's also uniquely dignifying. Aber wenngleich Jesus also ganz besonders herausfordernd ist, so gibt er uns auch eine ganz besondere Würde. Jesus is talking in this example of a man looking lustfully at a woman. Er spricht hier in diesem Beispiel von einem Mann, der mit Begierde eine Frau anschaut. He was talking to a group of men. Er sprach zu einer Gruppe von Männern. And he's obviously wanting us to think about the person doing the looking. Und er will ganz offensichtlich, dass wir an die Person denken, die schaut. But notice what he implies about the person being looked at. Aber schaut, was er sagt über die Person, auf die geschaut wird. Jesus is saying that person has a sexual dignity that matters so much to him, it mustn't be compromised even in someone else's mind. Jesus sagt über die Person, die angeschaut wird, diese Person hat in ihrer Sexualität eine solche Würde, dass sie nicht kompromittiert werden darf von irgendjemand, der sie mit Begierde anschaut. Jesus cares how somebody else thinks about you. Das heißt, Jesus ist wirklich daran interessiert, wie jemand anders über dich nachdenkt. Even if we were completely ignorant of how someone else was thinking about us or looking at us, Also selbst wenn wir nichts davon wissen, wie jemand anders uns ansieht oder über uns nachdenkt, it matters to Jesus. Jesus interessiert es. So Jesus is both uniquely challenging and uniquely dignifying. Das heißt, Jesus ist gleichzeitig extrem herausfordernd und gibt uns sehr viel Würde. So I began to realize as a new Christian that Jesus doesn't let anyone off the hook here. Und als junger Christ wurde mir klar, Jesus lässt hier keinen leicht davon kommen. All of us are in equal need of his grace. Wir alle sind in gleicher Weise angewiesen auf seine Gnade. There's another passage I want to mention where Jesus says something else very significant, Und dann gibt es eine andere Passage, die ich mit euch anschauen will, wo Jesus etwas sehr Wichtiges sagt. which is Matthew 15, verses 19 and 20. Das ist Matthäus 15, die Verse 19 und 20. And again, Jesus is trying to show the people there that sin is a problem in our hearts. Und was Jesus wirklich versucht zu tun, ist den Menschen zu zeigen, dass
dass Sünde ein Problem des Herzens ist. The people Jesus was speaking to, they all believed in sin, but they thought sin was somewhere out there and you had to avoid it. Also die Menschen, zu denen Jesus damals sprach, die haben alle gewusst, dass es Sünde gibt, aber sie dachten, Sünde wäre etwas, was da draußen ist, von dem wir uns einfach fernhalten müssen. And they thought of it as a bit like COVID. Und sie dachten, es ist ein bisschen wie Covid, wie Corona. It's out there, so you avoid the places where you think you might catch sin. Es ist also etwas, was da irgendwo ist und wir müssen uns einfach davor schützen, dass wir da nicht hinkommen, damit nicht in Berührung kommen. So you'd avoid certain people, certain places, certain things. Das heißt, du vermeidest bestimmte Menschen, bestimmte Orte, bestimmte Dinge. They wanted to remain spiritually uncontaminated. Das heißt, sie wollten einfach geistlich sich nicht anstecken. But Jesus says this to them and it's very offensive. Und Jesus sagt dann aber zu ihnen, und das ist wirklich sehr provokativ, He says in verse 19, "For out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false witness, slander." Denn Jesus sagt in Matthäus 15, Vers 19, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. So Jesus is saying, if you want to avoid sin, you have to avoid your own heart. Jesus sagt, also wenn ihr Sünde vermeiden wollt, dann müsst ihr euer eigenes Herz vermeiden. You can see why this was so offensive to the people. Wir können, glaube ich, schnell verstehen, warum das so provokant war gegenüber den Menschen. Because Jesus is saying, when it comes to sin, every single one of us is a contagion. Denn Jesus sagt zu den Leuten, wisst ihr, wenn es zum Thema Sünde kommt, dann sind wir alle ansteckend. Because again, the problem is our own heart. Weil das Problem unsere eigenen Herzen sind. Now, again, this is also very challenging for us in our own day. Und das ist natürlich auch für uns in unserer heutigen Zeit sehr herausfordernd. We tend to think today that the way to lead a full and complete and fulfilled life is to look inside your heart and embrace what you see. Denn wir kriegen ja heute immer wieder gesagt und glauben es dann oft auch, dass der Weg, um heute ein wirklich erfülltes, frohes Leben zu führen, darin besteht, dass wir in unsere eigenen Herzen schauen und erkennen, was wir wirklich wollen, was wir wirklich brauchen. People who have to watch more Disney movies than I do tell me that's the message of every Disney movie for the last 10 years. Und Leute, die mehr Disney-Filme schauen, als ich es tue, die sagen mir, das ist eigentlich das große Thema aller Disney-Filme, mindestens der letzten 10 Jahre. Look inside your heart and be true to your heart. Finde raus, was in deinem Herzen ist und dann handle entsprechend. But Jesus says, if we look deep inside our hearts, we don't find the solution to our angst. Aber Jesus sagt, wenn wir tief in unsere Herzen schauen, dann finden wir nicht die Lösung für unsere Nöte. We find the cause of it. Wir finden den Grund dafür. And he says that there are various outworkings of the fact that our hearts aren't right. Und Jesus macht deutlich, es gibt verschiedene Auswirkungen, die das hat, dass unsere Herzen nicht in Ordnung sind. He talks about evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality. Er spricht über diese Dinge, nicht? Die bösen Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. That phrase, sexual immorality, literally means any sexual behavior outside the covenant of marriage. Und dieses Wort Unzucht bedeutet wirklich jede Form von ausgelebter Sexualität außerhalb der Ehe. The next passage, and this is the last one on this bit, is Matthew 19. Und die nächste Passage, die ich mit euch noch anschauen will als letztes, ist in Matthäus 19. Where Jesus is asked a challenging question about divorce. Da wird Jesus eine Frage gestellt, eine sehr herausfordernde Frage über Scheidung. In verse 3 of Matthew 19, the Pharisees asked Jesus, "Is it lawful to divorce your wife for any cause?" In Matthäus 19, Vers 3, da fragen die Pharisäer Jesus, ist es erlaubt, dass sich ein Mann aus irgendeinem Grund von seiner Frau scheidet? This was a massive controversy at the time. Das war eine ganz große Kontroverse der damaligen Zeit. And so they were probably thinking, whatever Jesus answers, we can use it to make other people angry with him. Und die haben sich wahrscheinlich gedacht, was auch immer Jesus jetzt sagt, es wird bestimmt irgendwelche anderen Leute jetzt wieder böse machen gegenüber Jesus. It's one of those questions where anything you say is going to be used against you. Das ist eine dieser Fragen, was auch immer du jetzt sagst, das wird gegen dich verwandt werden. But Jesus says some really significant things in his answer. Aber Jesus sagt einige ganz wichtige Dinge in seiner Antwort. He begins his answer by saying, "Have you not read that he who created them from the beginning made them male and female?" Jesus beginnt seine Antwort mit den Worten, habt ihr nicht gelesen, der am Anfang den Menschen geschaffen hat, schuf sie als Mann und Frau. He's referring back to Genesis chapter 1, the first chapter in the Bible. Er geht also zurück zum ersten Kapitel in der Bibel, 1. Mose 1.
And he's actually poking fun at the people he's speaking to. Und in gewisser Weise macht er sich ein bisschen lustig über die Leute, zu denen er spricht. He's speaking to a group called the Pharisees who prided themselves on how thoroughly they knew the scriptures. Denn er spricht hier zu Pharisäern, die so stolz darauf waren, dass sie die Bibel so unheimlich gut kannten. And Jesus says, have you not read? Und Jesus sagt zu ihnen, habt ihr nicht gelesen? You know, when you did your massive study of the Bible, did you get as far as page 1? Also er sagt, als ihr euer ganz tiefes Bibelstudium gemacht habt, seid ihr bis zur Seite 1 gekommen? So he's poking fun at them. Er macht also sich ein bisschen lustig über sie. But also he's showing us something about God's design for human sexuality. Aber er tut noch etwas anderes. Er zeigt uns etwas über Gottes Plan für die menschliche Sexualität. He says, have you not read that he who created them from the beginning made them male and female and said, therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife and the two shall become one flesh. Denn er sagt, er schuf sie als Mann und Frau und sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Jesus has been asked a question about divorce. Also Jesus wurde eine Frage gestellt zum Thema Scheidung. But it's as if he's saying you're not going to understand divorce unless you understand marriage. Und es ist fast so, als wenn Jesus jetzt hier sagen würde, also ihr werdet von Scheidung nichts verstehen, wenn ihr nicht zuerst Ehe versteht. But notice he's also saying, and you're not going to understand marriage unless you understand gender. Und es ist interessant, dass er sagt, und ihr werdet auch Ehe nicht verstehen, wenn ihr nicht erst einmal die Geschlechter versteht. So Jesus goes back to Genesis 1 and says God has physically made us as male and female. Und deswegen geht Jesus zurück zum 1. Mose 1 und sagt, Gott hat uns physisch gemacht als Männer und Frauen. We've been sexually differentiated. Wir sind also sexuell unterschieden. And he then says, therefore, Und er sagt dann, und deshalb, we have this thing called marriage. deshalb haben wir das, was wir Ehe nennen. And quotes Genesis 2, therefore a man will leave his father and mother and be united to his wife. Und dann zitiert er 1. Mose 2 und sagt, deshalb oder darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Jesus' logic is that because God has made us male and female, therefore we have this thing called marriage. Also die Logik, die Jesus hier anwendet, ist zu sagen, gerade weil Gott uns geschaffen hat als Mann und Frau, deshalb haben wir das, was wir Ehe nennen. Now, he's not saying that because we're male and female, we must get married. Er sagt nicht, das möchte ich deutlich sagen, nur weil wir Mann und Frau sind, müssen wir heiraten. Jesus himself was not married. Jesus selber war nicht verheiratet. But he is saying that we can only have marriage because we have male and female. Aber er sagt, wir können nur eine Ehe haben, weil wir Mann und Frau haben. This is a massively offensive thing for Jesus to say in the Western world today. Und was Jesus hier sagt, das ist natürlich etwas, was total anstößig ist in der westlichen Welt unserer Zeit. But he's defining marriage as being necessarily between a man and a woman. Aber ganz klar, er definiert hier Ehe als etwas, was zwingend aus einem Mann und einer Frau entsteht. And I know that's a really difficult thing for many of us to hear. Und das ist für viele von uns ganz schwierig, das überhaupt so zu hören. So let me say two things about that claim of Jesus. Und deswegen möchte ich zwei Dinge sagen über diese Forderung von Jesus. The first thing it's helpful to know is that Jesus' teaching on marriage is countercultural because Jesus' teaching on marriage has always been countercultural. Das Erste, was ich sagen möchte, dass das, was Jesus hier lehrt, wirklich gegen die kulturellen Trends ist, dass das wirklich etwas ist, was immer schon gegen kulturelle Trends ging. It's always been countercultural in every time and place, in one way or another. Das war auf die eine oder andere Weise schon zu jeder Zeit etwas, was gegen die menschliche Kultur ging. There's never been a kind of human society that has had exactly Jesus' understanding of sex and marriage. Es hat tatsächlich noch nie in der Weltgeschichte eine Zeit, einen Ort gegeben, wo Menschen genauso über menschliche Sexualität nachgedacht haben, wie Jesus es hier lehrt. Jesus' teaching has always been challenging. Was Jesus hier lehrt, war immer schon herausfordernd. Which is what we would expect if Jesus' teaching is, as he claims, from outside of human wisdom. Und das sollte uns auch nicht überraschen, wenn wir bedenken, dass Jesus ja für sich in Anspruch nimmt, dass seine Lehre von einem Ort kommt außerhalb von rein menschlicher Weisheit. No culture finds Jesus' teaching on marriage easy.
Das heißt, keine Kultur findet das, was Jesus sagt über Sexualität oder Ehe, einfach. Every culture finds it offensive in some aspect or another. Das heißt wirklich, jede Kultur findet es in der einen oder anderen Weise herausfordernd. The second thing to say is that Jesus saying that marriage is between a male and a female is not arbitrary. Das Zweite, was Jesus hier sagt, ist, dass die Ehe aus einem Mann und einer Frau entsteht, ist nicht zufällig. Within the whole Bible, the relationship between a man and a woman in marriage is deeply significant. Tatsächlich sehen wir, dass in der ganzen Bibel die Beziehung von einem Mann und einer Frau immer ganz tiefe Bedeutung hat. Just think about how the Bible begins. Denkt einfach mal darüber nach, wie die Bibel beginnt. In Genesis 1, you've got the creation of everything. Im 1. Mose 1, wir haben die Schöpfung aller Dinge. Lots of special effects, it's massive, it's wide scale, it's huge. Also viele Sondereffekte, spezielle Effekte und es ist riesig, es ist massiv. Species, ecosystems, worlds, everything. Da kommt wirklich alles zusammen. Spezien werden geschaffen, Ökosysteme, alles kommt zusammen. And then in Genesis 2, we're suddenly in a garden and a guy and a girl get together. Und dann im 1. Mose 2 sind wir plötzlich in einem Garten und ein Mann und eine Frau kommen irgendwie zusammen. And the question is, why is that how the Bible begins? Und die Frage ist, warum beginnt die Bibel genau so? And the answer is that this man and a woman getting together in Genesis 2 becomes a picture of what the whole Bible is about. Und die Antwort darauf ist, dass was hier dann beschrieben wird in dem Garten, wo ein Mann und eine Frau zusammenkommen, wirklich ein Abbild ist oder eine Vorschau ist auf alles, worum es dann nachher in der ganzen Bibel gehen wird. The union of the man and the woman becomes a picture of the union between heaven and earth. Denn die Einheit, die dort entsteht zwischen einem Mann und einer Frau, ist wirklich ein Abbild der Einheit, die entstehen wird zwischen Himmel und Erde. And as the Bible unfolds, we realize God is not simply the big power in the sky. Und wenn dann die Geschichte sich weiterentwickelt, dann sehen wir, dass Gott nicht einfach nur irgendwie diese Kraft in der Höhe ist. He actually behaves like a husband. Nein, Gott verhält sich tatsächlich wie ein Ehemann. He's come to pursue, to win and makes lavish promises. Nein, er ist wie ein Ehemann, der wirbt und große Versprechen macht. And his people similarly are not just his fan base. Und die Menschen sind auch nicht einfach nur irgendwie so ein Fanclub von Gott. They're often referred to in the Old Testament as his bride. Sie werden oft im Alten Testament schon beschrieben als seine Braut. And then when Jesus turns up in the Gospels, Und wenn dann Jesus kommt in den Evangelien, he doesn't just call himself the Son of God, da nennt er sich nicht einfach nur der Sohn Gottes or the Christ, or the Redeemer, or the Savior. oder der Christus oder der Erlöser oder der Retter. He calls himself the bridegroom. Er nennt sich selbst auch den Bräutigam. He says, I am that divine husband who has come to win people to himself. Er sagt, ich bin tatsächlich dieser göttliche Ehemann, der gekommen ist, um euch als meine Braut zu mir zu nehmen. And so the New Testament often speaks of our relationship to Jesus in marital terms. Und tatsächlich spricht dann das Neue Testament immer wieder auch von Beziehungen, auch über Jesus, in Sprache, die eigentlich aus der Ehe kommt. Those who follow Jesus are often described as the bride of Christ. Die Jesus nachfolgen, werden oft beschrieben als die Braut Christi. And that the great climax of the whole Bible is the wedding supper of Jesus and his church. Und der große Höhepunkt der Bibel, wo alles hintreibt, ist letztendlich das große Hochzeitsmahl von Jesus und seiner Gemeinde. And so this idea of marriage being specifically about a man and a woman is not arbitrary. Das heißt, dieses Bild, dieses Verständnis, dass die Ehe aus einem Mann und einer Frau besteht, ist nicht irgendwie zufällig. Marriage in the Bible has always been meant to be a picture of Jesus and his people. Nein, die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau war immer dazu gedacht, etwas abzubilden von der Beziehung von Jesus und der Gemeinde. Of heaven and earth becoming one. Und letztendlich wirklich wie Himmel und Erde eins werden. So as I was beginning to sort of figure my way as a Christian, Also als ich dann mehr und mehr anfing, meinen Weg zu finden, so als Christ, I began to realize that Jesus challenges every single one of us when it comes to sexuality. da wurde mir klar, also Jesus fordert uns alle heraus, jeden Einzelnen beim Thema Sexualität. I realized that he said that any sex outside the covenant of marriage is wrong. Mir wurde klar, Jesus lehrt eindeutig, dass jede Form von Sexualität außerhalb des Schutzraums der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau Sünde ist.
And I began to realize that Jesus defines marriage as being between a man and a woman. Und mir wurde klar, Jesus definiert Ehe als etwas, was zwischen einem Mann und einer Frau eingegangen wird. And yet here I was as someone with romantic feelings towards men. Aber da fand ich mich nun als ein Mann, der romantische Empfindungen hatte für andere Männer. So I had a decision to make. Also musste ich eine Entscheidung treffen. Am I going to keep following Jesus now that I know what he teaches or not? Werde ich Jesus weiter nachfolgen, nachdem ich jetzt verstanden habe, was er dazu zu sagen hat, oder lasse ich es bleiben? I knew that if I was to follow Jesus, it wouldn't be right for me to explore my feelings with other men. Für mich war klar, also wenn ich Jesus nachfolge, dann kann ich das nicht ausleben mit anderen Männern. I can't follow Jesus with integrity if I'm going against what he says. Ich kann Jesus nicht ehrlich nachfolgen, wenn ich dann doch gegen das handle, was er sagt. So I either follow Jesus and say no to those feelings, Also entweder folge ich jetzt Jesus nach und sage einfach Nein zu diesen Gefühlen, or I look to fulfill those feelings but stop following Jesus. oder ich sehe zu, dass ich diese Gefühle, dass die irgendwie ausgelebt werden, aber da muss ich aufhören, Jesus nachzufolgen. But I was convinced I couldn't do both with integrity. Aber mir war sehr klar, ich konnte nicht beides gleichzeitig tun in irgendeiner Integrität, mit irgendeiner Integrität. It would be a contradiction to say that I follow Jesus whilst saying he's wrong. Es wäre ein völliger Widerspruch zu sagen, ich folge Jesus, aber eigentlich liegt er falsch. So I needed to make a decision. Also hatte ich eine Entscheidung zu treffen. And for many people today, maybe many of us, that decision would seem to be obvious. Und für viele von uns auch heute würde wahrscheinlich ziemlich klar sein, was für eine Entscheidung man treffen müsste. If it's a choice between fulfilling your deepest romantic and sexual desires or following some ancient religious leader, follow your desires. Also die Frage ist ja dann letztendlich, folge ich meinen tiefsten inneren Gefühlen oder irgendeinem alten religiösen Lehrer? Da ist für viele klar, na, ich muss meinen Gefühlen folgen. So for lots of people today, it would be a no-brainer. Für viele Menschen heute ist das etwas, da muss man gar nicht lange drüber nachdenken. So let me tell you why I decided and still decide every day to follow Jesus on this. Also ich möchte euch jetzt erklären, warum ich damals entschieden habe und heute jeden Tag immer noch entscheide, dass ich Jesus nachfolgen will. There are three reasons why Jesus is worth it. Ich möchte euch 3 Gründe nennen, warum es Jesus wert ist, dass wir ihm so nachfolgen. The first reason is because of who Jesus is. Der erste Grund hat wirklich damit zu tun, wer Jesus ist. Someone today might say, well, again, the choice is between sexual fulfillment and some historical religious leader. Weil manche würden ja heute sagen, okay, die Entscheidung ist einfach zwischen deinen ganz tiefen persönlichen Gefühlen und irgendeiner historischen religiösen Figur. But Jesus is not merely a historical religious leader. Aber Jesus ist eben nicht einfach nur ein historischer Religionsleiter. That is not who he is to his people. Das ist nämlich nicht das, was er gegenüber seinem Volk ist. Jesus is the one who has given his life and risen again for me. Nein, Jesus ist derjenige, der sein Leben für mich gegeben hat und den Tod überwunden hat. He's my creator. Er ist mein Schöpfer. He knows you better than you know yourself. Er kennt dich besser, als du dich selbst kennst. He loves you more than you love yourself. Und er liebt dich mehr, als du dich selber liebst. He's more committed to your ultimate joy than even you are. Er hat eine größere Verpflichtung, dich zu deiner vollkommenen Freude zu führen, selbst als du es selber tun kannst. To the extent that he was willing to open up his veins and burst out of a grave. Ja, so weit, dass er selbst vom Tod auferstanden ist, aus dem Grab herausgekommen ist. If that is the case, then I would be a fool not to follow him. Wenn das also alles wahr ist, dann wäre ich doch dumm, ihm nicht nachzufolgen. And so I say to my friends who are not Christians, Und so sage ich zu meinen Freunden, die keine Christen sind, you won't understand my life decisions until you understand who Jesus is to me. ich sage ihnen, ihr werdet die Entscheidung, die ich für mein Leben treffe und getroffen habe, nicht verstehen, bis ihr versteht, wer Jesus ist. When you understand who he is to us,
you realize why we are willing to follow him in that way. Wisst ihr, wenn ihr anfangt zu verstehen, wer dieser Jesus ist, dann werdet ihr auch verstehen, warum wir entschieden haben, ihm in allen Dingen nachzufolgen. There's a saying, those who hear not the music think the dancer's mad. Es gibt so einen schönen Spruch, die Musik nicht hören, denken, dass die Tänzer verrückt geworden sind. Think about it, it's true. Denk mal einen Moment drüber nach. Ich glaube, es stimmt, oder? You watch a music video and you turn off the audio. Stell dir vor, du siehst ein Musikvideo und dann stellst du den Ton aus. And it kind of looks ridiculous. Und es sieht absolut bescheuert aus. A lot of people kind of strutting and pouting. Die Leute, die da irgendwie so rumhampeln, ja? You put the sound back on and it begins to make some sense. Und dann stellst du den Ton wieder an und dann fängt es an, wieder Sinn zu machen. The Christian life won't make sense unless people see who Jesus is. Und so ist das mit dem christlichen Leben. Es wird für Menschen keinen Sinn machen, bis sie verstehen, wer Jesus ist. That's the case for any of us who are Christians. Das stimmt wirklich für alle von uns, die wir Christen sind. Our lives won't make complete sense to somebody else unless they see who Jesus is to us. Unsere Leben werden für andere Menschen keinen Sinn machen, bis sie anfangen zu verstehen, wer Jesus für uns ist. He is the music to us. Er ist unsere Musik. So I believe what I believe about human sexuality because I believe what I believe about Jesus. Ich glaube also, was ich über menschliche Sexualität glaube, weil ich über Jesus das glaube, wer er ist. Sometimes someone will say, well, you need to change your beliefs about sex and marriage. Und manchmal sagen mir Leute, ja, du musst aber einfach nur deine Position verändern über Sex und Ehe. And I get why someone would think that. Und ich weiß und verstehe, warum manche das so sehen. But I have to say to them, you don't realize you're doing this, but you're actually asking me to stop being a follower of Jesus. Aber ich sage den Leuten, ich verstehe, warum du das fragst, aber weißt du, du fragst mich in letzter Instanz tatsächlich, dass ich aufhören soll, Jesus nachzufolgen. Because I have these beliefs because I follow him and that's what he says. Denn ich habe ja diese Überzeugung einfach, weil ich Jesus nachfolge, weil das ist, was er sagt. So if you want me to change my mind, you're going to have to persuade me that Jesus is not who he says he is. Also wenn du wirklich willst, dass ich mein Leben, meine Grundentscheidung verändere, dann musst du mich davon überzeugen, dass Jesus nicht der ist, von dem ich überzeugt bin, dass das ist. I remember having this conversation with someone and he said to me, well, yeah, then I think you should stop following Jesus. Und ich habe dieses Gespräch tatsächlich mal mit jemandem gehabt, der hat dann zu mir gesagt, ja genau, und ich denke, du sollst aufhören, Jesus nachzufolgen. So I said, okay, but there's just one thing. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, ich habe noch mal eine Frage für dich. You need to tell me what you have going for you that Jesus doesn't have going for him. That means I should follow what you say on this and not him. Ich habe zu ihm gesagt, okay, also wenn du sagst, ich soll aufhören, Jesus zu folgen, dann musst du mir eine Sache erklären. Was hast du auf deiner Seite, dass ich anfangen sollte, dir nachzufolgen, anstatt von Jesus? He died for me and rose again. That's where the bar is currently set. Ich habe gesagt, weißt du, Jesus ist für mich gestorben und wieder auferstanden. Das ist so die Grundlage. Okay, if you can do better than that, I'm interested. Also wenn du mir mehr zu bieten hast, oh, dann bin ich vielleicht interessiert. But the most ultimate love in the entire universe is the love that Jesus Christ has shown us. Aber seht ihr, die tiefste, die ultimativste Liebe, die es im ganzen Universum gibt, ist die Liebe, die Jesus uns erwiesen hat. He's the bridegroom. Er ist der Bräutigam. There is no other love in this world that is going to be more compelling than the love of Jesus. Es gibt keine andere Liebe im ganzen Universum, die so attraktiv ist wie die Liebe von Jesus. So that's the first reason why he's worth following, because of who he is. Das ist der erste Grund, warum es richtig ist, ihm nachzufolgen, weil er ist, wer er ist. The second reason is because of how he calls all of us. Und der zweite Grund ist wirklich das, was er uns allen sagt, wie wir leben sollen. Again, that passage in Matthew 5 shows us that Jesus challenges every single one of us in this area of life. Bedenkt nochmal, Matthäus 5, Jesus macht deutlich, er fordert uns alle heraus, wie wir leben sollen in diesem Lebensbereich. None of us is what we should be when it comes to sexuality. Keiner von uns ist vollkommen das, was wir sein sollten im Hinblick auf unsere Sexualität. All of us are broken. Wir sind alle gefallen.
All of us need Jesus' grace and his forgiveness. Wir alle brauchen seine Gnade, seine Vergebung. And so it's going to be costly for anyone to follow Jesus in this area of life. Und deswegen wird es uns alle etwas kosten, Jesus in diesem Lebensbereich zu folgen. It means anyone who follows Jesus is going to have to say no to some sexual feelings. Das heißt wirklich, dass jeder von uns, der Jesus nachfolgen will, Nein sagen muss, bewusst Nein sagen muss zu bestimmten sexuellen Verlangen. It's going to be costly Das wird uns etwas kosten. for every single one of us. Jedem Einzelnen von uns. But even more than that, Jesus doesn't just want our sexuality. Aber mehr noch, Jesus will nicht nur unsere Sexualität, He wants our whole life. er will unser ganzes Leben. Every single part of our lives has been tainted by sin. Denn jeder Aspekt unseres Lebens ist beeinträchtigt durch die Sünde. And so in every area of life, we need Jesus' help. Das heißt, in jedem Lebensbereich brauchen wir Jesu Hilfe. In every area of life, we need to learn to go Jesus' way and not our own way. Das heißt, in jedem Lebensbereich müssen wir lernen, den Weg Jesu zu gehen und nicht unsere eigenen Wege. My favorite dessert, I don't know if you have this in Germany, it's called apple crumble. Also mein Lieblingsnachtisch, ich weiß nicht, ob ihr das hier in Deutschland habt, ja, so ein bisschen schon, ist Apfelstreuselkuchen. You have that here? It's a bit like strudel, Ist so ein bisschen wie ein Strudel, but nicer. deutlich besser. And I remember going around to someone's house for dinner, and they said to me, "We've made apple crumble for you." Und ich erinnere mich, wie ich zu jemandem gekommen bin zum Abendessen und er hat gesagt, wir haben so einen Apfelstreuselkuchen für dich gebacken. So I remember thinking, this is a great day. Und er sagt, das ist ein fantastischer Tag. And then when they started to serve it, they said, we've done something slightly different with this. Aber die haben gesagt, ja, wir haben damit etwas ein klein bisschen anders gemacht als sonst. And I remember on the outside smiling, Und ich sehe, wie ich nach außen hin gelächelt habe. but on the inside thinking, why? Aber innen drin habe ich gedacht, warum? Why would you change anything about apple crumble? Warum würdest du an einem Apfelstreuselkuchen irgendwas verändern? And I don't know what it was they had added to it, but it was disgusting. Ich weiß nicht, was sie dazu getan hat, aber es war ekelhaft. I think they put plutonium in it or something like that. Also wir haben da vielleicht irgendein Plutonium oder irgendwas reingetan. It was just horrible. Es war fürchterlich. But it didn't make any difference which end of the dish I took it from or whether I took the top bit or the bottom bit. All of it was horrible. Ja, und es spielt auch keine Rolle, ob ich von vorne oder von hinten oder von oben oder von unten vom Kuchen genommen habe. Das war einfach fürchterlich. Whatever they'd done to it, it affected the whole of it. Was auch immer sie damit gemacht hat, es hat den ganzen Kuchen versaut. And one of the uncomfortable things Jesus tells us is that sin has done that to every area of our lives. Und eine der etwas unangenehmen Dinge, die Jesus uns sagt, ist, dass Sünde genau diesen Effekt in unserem Leben hat. Which again is why we need Jesus so much. Das ist der Grund, warum wir Jesus so sehr brauchen. There's no area of my life that is going to be better without Jesus. Es gibt nicht einen einzigen Lebensbereich in meinem Leben, der ohne Jesus besser wäre. Which is why when Jesus calls people to follow him, he calls us to give the entirety of who we are to him. Und das ist der Grund, warum Jesus dann, wenn er uns ruft, ihm nachzufolgen, uns wirklich herausfordert, ihm alles zu geben. In Mark's Gospel, Jesus says, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Im Markus-Evangelium Kapitel 8 sagt Jesus, wenn mir jemand nachfolgen will, der muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und dann mir nachfolgen. And the key word in that verse is the word anyone. Und das Kernwort ist ein jeder, wer auch immer. For anyone to follow Jesus, he wants us to give him everything. Wer auch immer ihm nachfolgen will, Jesus will uns alles geben. The entirety of our lives, to hand them over to him. Er will, dass wir ihm alles geben, unser komplettes Leben. And that's going to be painful. Und das wird Schmerzen mit sich bringen. Jesus says we have to deny ourselves. Jesus sagt, wir müssen uns selbst verleugnen. That means saying a profound no to some of the deepest longings and desires we might have in our hearts. Und das heißt, wir müssen Nein sagen zu einigen der tiefsten Verlangen und Begierden, die wir in unseren Herzen haben. Jesus says if you try to save your life, you'll lose it, but if you lose your life for him, you'll gain it. Aber Jesus sagt auch, wenn wir versuchen, unser Leben irgendwie zu erhalten, für uns zurückzuhalten, dann werden wir es verlieren. Aber wenn wir es ihm geben, dann werden wir es, wenn wir es so verlieren, werden wir es gewinnen. In other words, Jesus is saying there are going to be times when it feels like
he's killing you. Das heißt, Jesus sagt, es wird Zeiten geben, wo es sich so anfühlt, als würde er dich töten. There's going to be times when it feels as though he's taking life from you. Es wird Zeiten geben, wo es sich so anfühlt, als wenn er dir dein Leben nimmt. And he wants us to know that even before we follow him. Und er will, dass wir das wissen, bevor wir ihm überhaupt erst nachfolgen. Don't you love his honesty? Schätzt ihr nicht auch seine Ehrlichkeit? I know Christians are not supposed to lie, Ich weiß, dass Christen nicht lügen sollen. but I was downloading some updates and it said, have you read the terms and conditions? Und ich habe dann aber ein paar Updates runtergeladen und da haben sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen. So I lied. Und ich habe gelogen. I don't have that kind of time. Ich habe die Zeit dafür nicht. It's, thousands of pages of stuff. Tausende Seiten von irgendwas. And, for all I know, they could be saying I'm giving them my soul or something like that. Da könnte sogar drinstehen, ich muss ihnen meine Seele geben. Oder irgendwas sonst. That's fine. So, okay, alles klar. I think I already gave it to Google, so whatever's left over, Apple are welcome to have. Ich habe das ja sowieso alles schon Google gegeben und was Google noch nicht hat, das kriegt dann halt Apple. But what I love about Jesus is he doesn't bury anything in the small print. Aber was ich bei Jesus so liebe, ist, bei ihm ist nichts versteckt im Kleingedruckten. He's just completely honest with us. Er ist total ehrlich mit uns. Following him is going to be saying no to self. Ihm nachzufolgen bedeutet, wir müssen Nein zu uns selbst sagen. But here's the kind of crazy thing about being a Christian. Aber hier kommt jetzt eine der verrückten Sachen, die es mit sich bringt, Christ zu sein. As we say no to self and follow Jesus, Dass da, wo wir jetzt Nein sagen zu uns selbst und Jesus nachfolgen, we discover we're not becoming nobodies. da merken wir, dadurch werden wir nicht unwichtig, unbedeutend. We're not becoming less ourselves. Wir werden tatsächlich nicht weniger von uns selbst. Strangely, as we say no to self and follow Jesus, we actually become more the people we were always meant to be. Erstaunlicherweise, in dem Moment, wo wir Nein zu uns selbst sagen, werden wir mehr die Menschen, die wir immer bestimmt waren zu sein. I don't entirely understand how Jesus pulls that off. Ich weiß nicht genau, wie Jesus das zu Werke bringt, I just know that he does. aber ich weiß, er tut's. We become who we were always meant to be. Wir werden tatsächlich die Menschen, die wir immer sein sollten. So the you that Jesus thought up in the first place, the you, Also das Du, was Jesus sich von Anfang an vorgestellt hatte, the you that you sense you never quite managed to be, das Du, von dem du merkst, dass du es nie so ganz geschafft hast, wirklich zu sein, that is who Jesus helps you to become. das ermöglicht Jesus dir jetzt immer mehr zu werden. So ironically, we have to say no to self and deny self to actually become our true selves. Das heißt, ironischerweise müssen wir uns selbst verleugnen, uns ihm anvertrauen, damit wir immer mehr das werden, was wir wirklich sein sollten. And what from one angle looks like just loss and life being taken away from us, Also was aus der einen Seite so aussieht, als wäre es einfach Verlust und ein Weggeben, from the other angle begins to look like, now Jesus is just giving me my humanity back. sieht aus dem anderen Blickwinkel ganz anders aus, denn Jesus fängt an, mir was zurückzugeben. Ich werde mehr menschlich, ich werde mehr der Mensch, der ich sein sollte. And so we begin to realize that however much we might have to give up for Jesus, we always receive so much more from him. Und wir fangen an zu verstehen, dass was auch immer Jesus von uns fordert, dass wir es aufgeben sollen, wir kriegen so viel mehr zurück. So even if we think that the Christian life is just too costly, Also auch wenn wir denken, das christliche Leben, das ist einfach zu teuer, when we live it, we don't feel that it is. aber wenn wir es dann leben, dann merken wir, nein, das ist gar nicht so. So that's how Jesus calls all of us. Also das ist das, wozu Jesus wirklich uns alle ruft. He calls us to give him all that we are. Er ruft uns dazu auf, ihm alles zu geben, was wir haben und sind. Someone said to me once, yes, but the message of Jesus is harder for you, isn't it? Because it goes against who you are. Und zu mir hat mal jemand gesagt, ja, aber für dich ist das Jesus nachfolgen noch viel schwieriger, weil es ja gegen das geht, was du wirklich bist. And I remember saying to them, my sexual feelings are not who I am. Und ich erinnere mich, wie ich geantwortet habe, ganz ehrlich, meine sexuellen Empfindungen sind nicht, wer ich bin.
But in any case, if you think the message of Jesus is somehow easy for you, I don't think it's the message of this Jesus you've received. Aber ich habe dann auch gesagt, aber weißt du, wenn du denkst, dass die Botschaft von Jesus für dich irgendwie deutlich leichter ist, ich glaube, dann hast du die Botschaft noch gar nicht wirklich verstanden. There are some particular costs for me to follow Jesus. Ja, es gibt ein paar spezifische Kosten, die es für mich bedeutet, Jesus nachzufolgen. But it's the same cost as it is for everybody. Aber letztendlich haben wir alle die gleichen Kosten zu zahlen. No to self and yes to Jesus. Und zwar immer ein Nein zu uns selbst und ein Ja zu Jesus. The third final reason why following Jesus is worth it Noch ein dritter, letzter Grund, warum es sich lohnt, Jesus nachzufolgen. is because of what he has to offer us. Und zwar geht es da darum, was Jesus uns zu bieten hat. So in John chapter 6, verse 35, In Johannes 6, Vers 35, Jesus says, I am the bread of life. da sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Jesus says, I'm the bread of life. Hier sagt, ich bin das Brot des Lebens. And we think, that's nice. I like bread. Und wir denken, ja, das ist ja ganz nett. Brot, ja, das mag ich. I'm pro bread. Ich bin für Brot. So I guess, I don't know, well done, Jesus, or something. Ich denke, ja, ganz gut gemacht, Jesus, oder so. Ja. Our problem is we don't understand what Jesus is saying. Unser Problem ist, wir verstehen wirklich nicht, was Jesus hier sagt. We had dinner last night. Wir haben gestern Abend zusammen Armut gegessen. I asked the waiter if they had any bread, Ich habe die Bedienung gefragt, ob sie Brot haben, and they didn't. und die hatten kein Brot. That did not ruin the meal Das hat das Essen nicht verdorben, because I was having steak. denn ich hatte Steak. So the bread would have been nice, Das Brot wäre nett gewesen, but it wasn't essential. aber es war nicht so wichtig. The main thing was, for me, the steak. Das Wesentliche war das Steak. And so when Jesus says, I'm the bread of life, Also wenn Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, we think he's saying, would you like a little bit of religion for the table? dann hören wir vielleicht, möchtest du ein bisschen Religiosität für den Tisch haben? And we think, maybe, maybe not, it doesn't matter. Und wir sagen, ja, vielleicht, mal schauen, nicht so wichtig. And so we think that whatever Jesus is offering us, it's a bit of an optional extra. Und dann klingt das ein bisschen so, als was auch immer Jesus hier anbietet. Das ist so ein bisschen optional. If you like that kind of thing, if you're in the mood for that kind of thing, by all means have it and that's fine. Also wenn du da gerade Lust drauf hast und so, ja klar, dann nimm's halt, ist okay. But it doesn't feel too essential for the rest of us. Aber es fühlt sich eigentlich grundsätzlich für uns jetzt nicht so ganz wichtig an. But at the time of Jesus, if you didn't have bread, you didn't eat. Aber zur Zeit von Jesus, also wenn du kein Brot hattest, dann hattest du nichts zu essen. Bread was the staple. Brot war wirklich das Nahrungsmittel. No bread meant no life. Kein Brot bedeutete kein Leben. You would work all day to make sure you would have bread for the next day. Du hast den ganzen Tag dafür gearbeitet, dass du am Abend dein Brot kaufen konntest für den nächsten Tag. So when Jesus says, I'm the bread of life, Also wenn Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, he is saying, I am to your soul what bread is to a starving stomach. dann sagt er wirklich, ich bin für deine Seele, was Brot für einen hungrigen Magen ist. When Jesus says, I'm the bread of life, he's saying he is the one relationship that can truly satisfy us. Wenn Jesus also sagt, ich bin das Brot des Lebens, dann sagt er damit, ich bin die eine Beziehung, die du wirklich brauchst, um zutiefst zufrieden zu sein. When he says, I'm the bread of life, he's saying he is the one who can meet our very deepest needs and longings. Wenn er sagt, ich bin das Brot des Lebens, dann sagt er, ich bin der eine, der deine tiefsten Verlangen wirklich befriedigen kann. Our problem is we're looking for the bread of life in the wrong places. Und unser Problem ist, wir suchen das Brot des Lebens an den falschen Orten. And in our culture today, we're so trained to think that the real bread of life is romantic and sexual fulfillment. Und in unserer Kultur hier und heute sind wir so geprägt zu denken, dass das Brot des Lebens sexuelle Erfüllung ist. And so we think to ourselves, well, if I can be fulfilled in that way, then that will be what makes my life work and feel complete. Und wir denken, wenn wir diese sexuelle Erfüllung haben, dann haben wir alles, was unser Leben gut macht. And we also think that if I can't find that kind of fulfillment, then
my life is never really going to be worth living. Und wir denken andererseits eben auch, aber wenn ich diese sexuelle Erfüllung nicht finden kann, dann ist mein Leben nicht wirklich lebenswert. It's become something we feel as though we can't live without. Es ist etwas geworden, von dem wir denken, wir können ohne dieses nicht mehr leben. But it isn't the bread of life. Aber es ist nicht das Brot des Lebens. I was talking to a really dear friend of mine recently. Ich habe vor kurzem zu einem sehr guten Freund von mir gesprochen. He's in his 70s. He's got one of the healthiest and happiest marriages I've seen. Er ist in den 70ern und er hat eine der besten Ehen, die ich je gesehen habe. But one day he said to me, my marriage is much better than I ever imagined it would be and much better than I deserve it to be. Und er sagte zu mir eines Tages, also meine Ehe ist viel besser, als ich mir das je erträumt hatte und viel besser, als ich es verdient habe. And then he said to me, but it's still not enough. Aber er sagte dann, aber weißt du, es ist trotzdem immer noch nicht genug. And he's right, it couldn't be enough. Und natürlich hat er recht, es konnte nicht genug sein, es kann nicht genug sein. I often give talks to college students. Ich rede oft zu Studenten. One of the things I'll often say is, if you marry someone thinking that person is going to fulfill you, Und weißt du, ich sage ihnen, wenn du denkst, dass du jemanden heiratest und diese Person wird dir dann die Erfüllung bringen, you're going to be a nightmare to be married to. dann wirst du für welchen Partner oder Partnerin auch immer wirklich zu einem Albtraum werden. Because you're putting a burden on that person they're not designed to bear. Denn du legst eine Last auf diese Person, die sie nicht bereit, sie ist nicht dazu gemacht worden, diese Last zu tragen. I was at a wedding of a Christian friend recently. Ich war vor kurzem bei der Hochzeit von einem christlichen Freund von mir He marrying a really wonderful lady. und er hat wirklich eine wunderbare Frau geheiratet. And at one point he said that she is the light of my world. Und in einem Moment sagte er dann, sie ist das Licht meines Lebens. And I remember thinking, no, she's not. Und ich kann mich gut daran erinnern, wie ich in dem Moment gedacht habe, nee, das ist sie nicht. She's amazing, yeah. Ja, sie ist ganz klasse, But God did not put her on this planet to be the light of your world. aber Gott hat sie nicht auf diesen Planet gesetzt, damit sie das Licht deines Lebens ist. And in fact, that title has kind of already been taken by somebody else. Weil dieser Platz ist schon von wem anders besetzt. And you are not going to love her by saying things of her that are only true of Jesus. Und du wirst sie nicht gut lieben, indem du Dinge über sie sagst, die eigentlich nur bei Jesus wirklich zutreffend sind. Because Jesus says that he is the bread of life. Denn Jesus sagt, dass er das Brot des Lebens ist. That is the one relationship that will never let us down and never disappoint us. Das ist die eine Beziehung, die uns nie enttäuschen wird. It's the one relationship that can actually satisfy us at the very deepest level. Das ist diese eine Beziehung, die uns wirklich im tiefsten erfüllen und befriedigen kann. So where does that leave me? Also wo bleibe ich dabei? There are times when I would love to be married to a woman. Es gibt Zeiten, wo ich mir wünschen würde, mit einer Frau verheiratet zu sein. There are times when I would love to be a father to kids. Und ja, es gibt Zeiten, da wünschte ich mir, ich hätte Kinder. I go around and visit friends of mine who've got kids, and there are times when I think, man, this looks so amazing. Und es gibt Zeiten, da besuche ich Freunde, die dann Kinder im Haus haben und ich denke, Mensch, das wäre so toll, Kinder zu haben. And there are other times when I think, okay, maybe it's okay being single. Und dann gibt es auch die anderen Zeiten, wo ich denke, ach, vielleicht ist es auch ganz gut, Single zu sein. But you know, even if I was to get married and have kids, that wouldn't be the win. Aber wisst ihr, selbst wenn ich heiraten würde und Kinder haben würde, das wäre nicht der große Gewinn. The win for me is that I might get more of Jesus. Nein, der große Gewinn für mich ist, dass ich mehr von Jesus bekomme. Because the more we taste of the bread of life, Denn je mehr wir vom Brot des Lebens schmecken, the more we realize all we want more of fundamentally is more of that bread of life. dann werden wir merken, das, was wir wirklich im tiefsten mehr und mehr wollen, ist dieses Brot des Lebens. My heart is often ridiculous. Mein Herz ist manchmal wirklich völlig verrückt. It still feels at times as though the bread of life is in that person or this friendship or that relationship. Und ja, mein Herz fühlt sich manchmal noch so, als wenn das Brot des Lebens da oder in der Beziehung und dort zu finden wäre. Which is why I have to keep coming back to Jesus. Und das ist der Grund, warum ich immer wieder zurückkommen muss zu Jesus. Because he keeps saying, no, I am the bread of life. Denn Jesus sagt, nein, ich bin das Brot des Lebens.
And I hope you know that for yourself. Und ich hoffe, dass du das auch so kennst. Thank you so much for listening. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Danke. Es tut mir leid, dass ich Sie, die Sie beim Livestream jetzt dabei waren, verabschieden muss, aber wir hoffen, Sie wiederzusehen oder ich hoffe, Sie sehen uns wieder, wenn es nachher weitergeht mit Professor Dr. Christoph Rädel und die Frage, ob Gottes Wegweisungen auch für uns heute gelten. Also, tschüss, bis später.